Kennst du das Gefühl? Ich gehe denen doch total auf die Nerven mit meinen ständigen Hinweisen auf meine Angebote oder Produkte. So ging es mir früher. Aber viele sagten auch nach der 3. LinkedIn-Nachricht: Boah, ich habe dich total vergessen. Ich wollte mich schon längst melden. Danke, dass du so penetrant bist und mich nochmal erinnert hast. Stell dir vor, verkaufen wäre kein lautes Marktschreien, sondern eher wie jemandem in der Küche einen Tee anbieten. Hey, ich hab da was, das könnte dir gut tun. Und wenn nicht, ist auch okay. Wenn du bei dem Wort verkaufen innerlich schon zusammenzuckst und denkst, ich will doch niemandem auf die Nerven gehen, dann ist dieses Video für dich genau richtig. Heute geht es um diese 7 Punkte. Warum klassisches Verkaufen für viele Autistinnen oder eben neurodivergente Menschen wie eine Maske ist. 2. Ehrlichkeit im Verkauf. 3. niemandem auf den Senkel gehen und trotzdem sichtbar sein. 4. konkrete Formulierungen, die zu ehrlich, aber nicht übergriffig passen. 5. Maske runter, wie du mit deinen Eigenheiten arbeiten kannst. 6. Burnout-Gefahr, wenn Verkaufen ständig eine Bühnenperformance ist. Und 7. Akquise ohne Smalltalk. Herzlich willkommen im Neurotalk. Ich bin Alice Mustier. Ich helfe neurodivergenten Unternehmerinnen und Selbstständigen zu mehr Erfolg auf eine Art, die zu ihrem Gehirn passt und nicht dagegen arbeitet. Der erste Grund, warum klassisches Verkaufen für viele neurodivergente Menschen wie eine Maske tragen ist. Viele Verkaufsratgeber fühlen sich an wie: Zieh diese Maske auf, lächle an dieser Stelle, sag diese Sache an dieser Stelle. Wenn du autistisch bist oder andere Neurodivergenzen hast und einfach extrem ehrlich sein möchtest, dann spürst du sofort, wenn etwas nicht stimmig ist. Dein Körper sagt nein, auch wenn der Ratgeber ja schreit. Typische Gedanken. Ich will niemanden manipulieren. Ich hasse es, anderen etwas aufzuschwatzen. Oder auch, ich will nicht dieses Hey, ich wollte nur mal fragen, ob du schreiben. Für viele Autistinnen oder Autisten und eben neurodivergente Personen ist Ehrlichkeit kein nice to have, sondern ein tiefes Grundbedürfnis. Wenn du dich im Verkauf verstellst, kostet dich das doppelt Energie. Einmal die Maske hochhalten müssen und gleichzeitig auch noch dein Angebot erklären. Kein Wunder, dass das im Burnout endet, wenn du es lange genug machst. Oder darin, dass du deine Selbstständigkeit sogar aufgibst. Ich weiß aus meiner Erfahrung, auf der einen Seite musste ich auch über so einige Schatten springen und einfach verstehen, dass Verkaufen nicht nerven heißt, aber doch immer wieder nett daran erinnern, dass es mich gibt. Aber gleichzeitig weiß ich auch, es bringt nichts, gegen die eigene Moral, die eigenen Werte zu verstoßen. Und das erlebe ich immer wieder mit neurodivergenten Menschen, die gründen. Ob bei der Gründungsförderung oder Online-Angeboten. Überall wird gesagt, so genau musst du es aber machen. Nein, du musst nicht gegen deine eigenen Werte verstoßen und etwas tun, was dir absolut zuwider ist, sondern du musst deine Art des Marketings finden. Zum zweiten Punkt, Ehrlichkeit im Verkauf, wie es aussehen kann. Lass uns das Bild also drehen. Versetz dich einfach mal in meine Situation. Ich beschreibe jetzt mal, wie Marketing für mich aussehen könnte oder auch nicht aussehen könnte. Stell dir vor, du sitzt in deiner Lieblingsküche. Jemand kommt rein, sieht müde aus. Boah, ich komme mit meiner Selbstständigkeit überhaupt nicht klar, sagt diese Person. Manche Akquise-Gurus würden dann sagen, das ist deine Chance, jetzt musst du sagen. Na, meine Liebe, wenn du jetzt nicht buchst bei mir, verpasst du deine einzige Chance. Aber ganz ehrlich, ich hasse diese draufgängerischen Sätze. Für mich fühlt sich das so an
als wenn ich jemandem die Pistole auf die Brust setzen würde. Von wirklich guten Akquise-Coaches habe ich gelernt, da sehr psychologisch, mitfühlend heranzugehen. Denn Marketing und Akquise ist nichts anderes als Psychologie. Ich muss meinen Kunden kennen, verstehen und dann wirklich ein auf ihn oder sie Angebot präsentieren. Mittlerweile würde ich also viel eher antworten: Ich kenne das. Ich arbeite genau mit solchen Leuten in deiner Situation. Ich habe ein Angebot, das dir helfen kann. Ich kann es dir kurz erklären und dann kannst du schauen, ob es dir passt. Denn jeder und jede ist doch selbst für sein Glück verantwortlich und muss selbst entscheiden, ob er oder sie mit mir arbeiten will. Das war jetzt ein Beispiel mit meinem Produkt und meinem Angebot. Aber drück jetzt einfach mal auf Pause hier und überlege dir, wie würdest du einem potenziellen Kunden dein Produkt oder Angebot präsentieren? Wenn du genau merkst, der oder die hat genau das Problem, wo du eigentlich helfen kannst. Dieses mitfühlende, verständnisvolle ist für mich authentisches Verkaufen. Du zeigst, was ist, wie du helfen kannst und du lässt der anderen Person die Entscheidungsfreiheit. Du musst niemanden überzeugen. Du musst nur klar sein und vor allem begeistert von deinem Produkt. Denn Begeisterung steckt an. Zum dritten Punkt: niemandem auf den Senkel gehen und trotzdem sichtbar sein. Viele Autisten oder neurodivergente Personen haben Horror davor, zu viel zu sein. Also machen sie lieber gar nichts. Kein Posting, keine Story, keine Mail, kein Angebot. Aus Angst, jemand könnte genervt sein. Aber die Leute, die sich von klarer, ehrlicher Kommunikation genervt fühlen, sind eh nicht die, die du als Kunden haben willst. Die Menschen, die dich brauchen, sind aber wiederum dankbar, wenn da endlich mal jemand auf den Punkt bringt, was sie fühlen und dazu eine Lösung hat. Ein Beispiel für eine ehrliche Verkaufsbotschaft. Statt: Hey du, ich launche gerade was ultramagisches. Nur noch 3 Plätze, du musst dabei sein. Würde ich mit meinem Angebot viel lieber sagen: Ich habe ein Gruppenprogramm für neurodivergente Selbstständige, die ohne Maske verkaufen wollen. Wenn du dich im klassischen Marketing unwohl fühlst, könnte das passen. Und wenn das jetzt nicht passt, dann abonniere doch einfach meinen YouTube-Kanal, folge mir bei LinkedIn und vielleicht sagt es dir ein anderes Mal zu. Du brauchst niemanden zwingen, aber du solltest dich trauen, es nett und höflich anzubieten und einfach auch klar die Vorteile für den anderen zu zeigen. Zum vierten Punkt: konkrete Formulierungen, die zu ehrlich, aber nicht übergriffig passen. Hier ein paar Sätze, die du für dich adaptieren kannst. Wenn du dich in XY wiedererkennst, ist dieses Angebot für dich wie gemacht. Oder du kannst auch sagen: Das hier ist nichts für dich, wenn du schnelle Hacks suchst und dich nicht mit dir selbst beschäftigen willst. Oder du sagst: Ich lade dich ein, dir mein Angebot anzuschauen und in Ruhe zu entscheiden, ob es gerade passt. Du kannst aber auch sagen: Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Ich helfe dir, lieber frei zu entscheiden, als dass du aus schlechtem Gefühl buchst. Du merkst, das hier waren Beispiele, da ist kein Druck drin, kein wenn du jetzt nicht. Aber es ist viel Klarheit darin, für wen etwas ist und für wen eben nicht. Und das ist wichtig darzustellen. Zum fünften Punkt: Maske runter, wie du mit deinen Eigenheiten arbeiten kannst. Autistisch zu sein bedeutet oft, du hast Smalltalk. Du magst klare Strukturen. Du brauchst mehr Recovery-Zeit nach sozialen Kontakten. Warum sollte da also dein Verkaufsstil total dagegen gehen? Die meisten neurodivergenten Menschen gehen ja in die Selbstständigkeit, weil sie eben keine Lust mehr haben, sich ständig anzupassen. Warum solltest du jetzt in der Selbstständigkeit dann gegen dich arbeiten? Deshalb ist es wichtig, klare Grenzen zu setzen und dich auf das zu fokussieren, was du wirklich kannst. Als Beispiel: Ich mache keine Sprachnachrichten, ich schreibe lieber.
so kann ich klarer denken. Oder Entscheidungsgespräche dauern bei mir 30 Minuten und sind strukturiert. Wir gehen Punkt für Punkt durch, ob mein Angebot für dich passt. Oder ich antworte auf Mails oder WhatsApp-Nachrichten nicht innerhalb von 5 Minuten, sondern bündele diese 1 bis 2 Mal am Tag, damit ich konzentriert arbeiten kann. Das ist kein Mangel, sondern das ist dein Rahmen. Die Menschen, die gut mit dir können, werden dankbar sein, dass du das so offen kommunizierst. Und auch zu dem Punkt, du brauchst mehr Recovery-Zeit nach sozialen Kontakten. Viele neurodivergente Selbstständige haben eine Schwierigkeit damit, einen vernünftigen Preis für ihre Angebote zu verlangen. Aber da sage ich immer, du musst halt bedenken, wie viel Zeit du auch wiederum brauchst, um alles zu verarbeiten. Und pro Woche brauchst du dann genügend Einkommen, um auch die Recovery-Zeit mit in das Wochenprogramm sozusagen einzubündeln. Zum 6. Punkt. Burnout-Gefahr, wenn Verkaufen ständig wie eine Bühnenperformance ist. Wenn du Verkaufen so erlebst, als würdest du auf einer Bühne stehen, grelles Licht im Gesicht, alle starren dich an, du darfst keinen Fehler machen, dann ist klar, dass dein Nervensystem irgendwann sagt, ich bin raus. Und ganz ehrlich, deine Kunden spüren es, wenn du dich nicht wohlfühlst vor der Kamera. Umso wohler du dich fühlst, umso besser funktioniert das Marketing und der Verkauf. Vor allem, wenn du Videos machst und mit deiner persönlichen Anwesenheit Leute gewinnen willst. Und Burnout entsteht nicht nur durch zu viele Arbeit, sondern durch zu viel falsche Arbeit, also inkongruente Arbeit. Zum Beispiel Dinge sagen, die du nicht meinst oder Versprechen, bei denen du innerlich dich nicht wohlfühlst. Oder auch so tun, als wärst du dauernd begeistert, obwohl du eigentlich gerade total K.O. bist. Authentisch verkaufen heißt nämlich, du darfst sagen, wenn du etwas nicht machst. Du darfst deine Grenzen benennen. Du darfst klein beginnen und dein Launch nicht als der größte Dingsbums deines Lebens verkaufen. Und das Wichtigste, du darfst deine eigene Methode finden. Die Marketingstrategie, die am besten zu dir passt. Ich mag es zum Beispiel sehr gerne, durch meine YouTube-Videos auf mich aufmerksam zu machen, weil ich da am ehesten das Gefühl habe, meine Begeisterung rüberbringen zu können für mein Thema. Durch eure Kommentare wiederum spüre ich auch immer, wie meine Begeisterung euch ansteckt und motiviert. Und das gibt mir unglaublich viel. Das macht mir Spaß. Ich habe also meine Art gefunden, euch zu erreichen, in einer Art, die mir Spaß macht. Wo ich mich nicht falsch fühle und wo ich nicht gegen meine persönlichen Werte arbeite, sondern ehrlich, offen bleiben kann, ohne mich zu verstellen. Jetzt zum 7. Punkt. Akquise ohne Smalltalk. Vielleicht denkst du jetzt, okay, das klingt alles gut, aber wie komme ich denn überhaupt an Menschen ran, ohne mich in sinnlosen Smalltalk zu verheddern? Genau darum geht es nächste Woche, im nächsten Video. Abonniere also den Kanal, um das nächste Video nicht zu verpassen. Klick auf die Glocke und wir sehen uns im nächsten Video. Akquise ohne Smalltalk. Scanners Strategien, die funktionieren. Da zeige ich, wie du Kontakte aufbauen kannst, ohne dieses „Und was machst du so?“ Wie du deine Scannerfähigkeit nutzt, um schnell herauszufinden, ob jemand zu dir passt. Und wie du Strukturen aufbaust, die für dich als neurodivergente Person wirklich nachhaltig funktionieren. Wenn du gemerkt hast, ja, ich will verkaufen lernen und endlich mehr Kunden gewinnen, aber bitte ohne Maske, ohne Druck und ohne dieses ständige Gefühl, jemandem auf den Senkel gehen zu müssen, dann nimm gerne Kontakt mit mir auf und lass uns gemeinsam schauen, welche Methode für dich die beste ist. Schreib gerne in die Kommentare, was ist dein größtes Problem beim authentisch Verkaufen? Eher die Angst zu nerven oder die Angst, nicht genug zu sagen? Ich freue mich, dich nächste Woche wiederzusehen. Hab einen schönen Tag.